Großmütterchen, erzählst du uns eine Geschichte? Bitte, erzähl uns eine Geschichte. Schon gut, meine Kinderchen, kommt her, ich erzähle euch von einer Zeit, die viele 100 Jahre her ist. Ein Zeitalter, das noch viel düsterer war, als ihr euch das heute vorstellen könnt. Also damals flogen wir mit unseren Drachen über die Länder der Erde, in Horden zusammengekommen. Die Clans zeichneten sich durch Gleichartigkeit in Charakter und Mentalität aus. Es war das zweite von 3 Zeitaltern, die wir Osira uns für die Erreichung vorbestimmter Ziele gewählt haben. Ziele, die wir von Beginn an festlegten, ohne sie zu kennen. Ziele, die wir über eine lange Zeit in uns und unserer Welt reifen lassen wollten. Dies war das zweite der 3 Zeitalter, deren erstes bereits in Vergessenheit geraten war, und das dritte, in das ihr, meine Kinder, noch gehen werdet. Meine Horde war weiblicher Natur, wilde Frauen, viele den Tieren ähnlicher als den Menschen und doch alle von großer innerer Kraft und Souveränität, Kriegerinnen, die mit der Waffe und der Magie ebenso gut umgehen konnten wie mit der Aufzucht, der Lenkung und der Heilung von Drachen. In diesem Volk gab es nur wenige männliche Wesen. Diese wurden in einer notwendigen Mindestzahl geboren, um als Vater der kommenden Reiterinnen zu dienen. Sie waren niederes Volk, geringschätzig als ein untergeordnetes Geschlecht wahrgenommen und behandelt. Mein Drache war weiblich und ich war jene, die diese Horde führte. Ich war Anführerin, hohe Priesterin, Oberste des Clans. Viele Kämpfe waren mit anderen Clans und Horden ausgefochten worden und aus jedem Kampf ging ein Zuwachs meiner Horde hervor. So war meine Horde im Laufe der Zeit zu einer Gruppe von Elite-Kriegerinnen geworden. Zu einer Elite-Gemeinschaft, die mit der Zeit und während der Kämpfe all ihre schwachen Mitglieder verloren und ihre weichen Elemente ausgemerzt hatte. Es war eine äußere Schönheit, die den Stolz der inneren Macht, Fähigkeiten und Herkunft ausstrahlte, der mit der Zeit in Kälte und Arroganz ausuferte. Doch was war angemessen für uns? Lange Zeit waren wir in einem großen Landstrich dieser Erde die ungekrönten Königinnen und besaßen ein Land, das sich um die Berge und durch die Täler zog, die zwischen großen Strömen und Flüssen lagen und die viele Seen umfassten. Mit Genugtuung stellten wir fest, dass alle anderen Horden uns unterlegen waren. Doch hinter diesem Hochmut lag etwas, was wir nicht einmal in der dunkelsten Stunde der Demütigung in uns selbst erkennen konnten. Es war jener tiefe Schmerz, niemanden mehr zu treffen, der uns schlagen konnte, mit dem wir erhobenen Hauptes und Auge in Auge auf einer Ebene leben konnten. Jegliches Leben, dem wir begegneten, lag in seinem Wissen und seiner Kraft weit unter uns. Und wir haben es noch tiefer in den Staub getreten. Und oftmals war der Kampf, den wir mit anderen fochten, für uns selbst nichts weiter als ein Training, eine Übung und ein Sport, dem wir das Leben anderer opferten. Hochmut, Arroganz, Menschenverachtung. Alle diese scheinbar aggressiven, aktiven Regungen waren nichts anderes als die grauen Schleier zutiefst empfundener Schwäche und Einsamkeit. Wir waren der Teufel, die Geißel des Landes und unserer Herzen. Respekt und Mitgefühl brachten wir einander entgegen und mehr noch unseren Drachen. Sie waren die einzigen Wesen, die wir in unserer Welt als ebenbürtig wahrgenommen hatten. Ihre Weisheit und Macht, ihre Kraft und aggressive Freude, ihre zuweilen große Grausamkeit, die in ganz eigenen Formen von Gerechtigkeit und Mitgefühl gründete, waren jene Charakterzüge, die wir ehrten, die wir als schwache Menschen anstrebten. Die Drachen waren unsere unerreichbaren Götter und unsere gezähmten
Diener. Wir hatten uns selbst die Drachen, die in ihrer Macht und Weisheit weit über uns standen, untertan gemacht, sie mit uns auf gleiche Höhe gebracht. Wir waren ihnen entgegengewachsen und hatten sie gleichzeitig um das Maß, das wir nicht wachsen konnten, zu uns herabgezogen und erniedrigt. So lebten wir in einer unergründlichen Schwesternschaft zwischen Reiterinnen und Drachen, die wie von einer tiefen familiären Bindung getragen war. Und dann kam eine Zeit, da sich in mir etwas regte, tief im Innersten. Etwas, das Unmut, Ungeduld und Unerfülltheit signalisierte. Eine innere Gewissheit fraß sich in meine Eingeweide, die mir sagte, es ist zu Ende. Kein Weg lohnt sich mehr, verfolgt zu werden. Doch noch waren es Regungen, tief genug im Unterbewusstsein verborgen, dass ich sie durch die Züchtigung meiner inneren Haltung verdrängen konnte. Doch eines Tages geschah es, dass wir Vertretern einer Horde begegneten, die wir noch nie zuvor gesehen hatten. Schon von weitem war ihnen eine Sphäre vorausgegangen, die uns stocken ließ. Ein unsichtbarer Bann verwehrte uns die Erkenntnis ihrer Herkunft und Identität. Wir waren nicht in der Lage, sie einzuschätzen, wie wir dies sonst meisterhaft bei allen anderen Wesen verstanden. Sie kamen näher und flogen auf unbekannten blauen Drachen in einer unverschämten Sicherheit direkt auf uns zu, keine Furcht und Vorsicht zeigend. So erkannten wir bald die Erhabenheit und Größe dieser Reiter. Und jeglicher Gedanke an eine Provokation, geschweige denn einen Angriff, war im Keim erstickt. Es waren Kundschafter aus seiner Horde, Männer, Krieger in einer Größe und Ausstrahlung, die wie Götter wirkten, verglichen mit den Samenträgern unserer Horde. Immer war unsere Herablassung diesem Geschlecht gegenüber groß gewesen. Immer war sie etwas tief Fundiertes und äußerst Natürliches gewesen. Niemals wäre uns die Idee gekommen, in einem Mann mehr zu sehen, als das, wofür er nach unserer Wahrnehmung lebte, für die Besamung der Mutter neuer Drachenreiterinnen. Diese jedoch waren mehr als nur Zeugen. Tief in mir brach langsam etwas in ihrem Angesicht auf. Doch die Überraschung war nicht nur auf unserer Seite, da wir einander von Angesicht zu Angesicht erlebten. Sie mussten in diesem Augenblick das Gleiche erleben wie wir, denn sie gehörten, wie wir später erfuhren, einer Horde an, die ihre Frauen unterworfen hatten, zum Gebären neuer männlicher Drachenreiter. Sie hatten ihre Frauen unterworfen. Hätten wir dies an jenem Tag gewusst, dann hätten wir angegriffen. Allein um dieser unvorstellbaren Schändung des einzig edlen Geschlechts unter der Sonne ein Ende zu setzen. Wir haben es nicht gewusst, wohl aber geahnt. Ebenso wie sie unseren Umgang mit den Männern ahnten. Und so hatten wir alle in diesem Augenblick der Begegnung Grund genug, einander zu hassen für das, was wir tun, und einander zu lieben für das, was wir sind. Doch wir waren Krieger. Und sie sind es auch. Daher war eine Verständigung über die tiefen Gründe unseres Erstaunens und über unsere tief verborgene Freude, einander zu begegnen, noch nicht wirklich möglich. Stattdessen wurde ein Kräftemessen veranstaltet. Über Rufe, Warnungen, Forderungen an Preisgabe, wer sie seien, wer wir sind, wohin des Weges und warum, an Beanspruchung von Territorien, die sie uns und wir sie nicht überfliegen lassen wollten. Von Beginn an war spürbar, dass keine der beiden Gruppen es auf eine echte Konfrontation, geschweige denn einen Kampf, ankommen lassen wollte. Jedes Wesen meiner und seiner Gruppe wusste, dass wir einander ebenbürtig sind. Und nicht nur dies, wir teilten auch verschiedene Interessen und hörten uns gegenseitig unsere Geschichten an. Jedoch nach kurzer Zeit verließen sie uns wieder und flogen in die Ferne davon. Es sollte noch viele Jahre dauern, bis diese erste Begegnung eine bedeutsame Fortsetzung fand.
und unserer alten Welt ein Ende setzte. So, aber wie das geschah, meine Kinderchen, erzähle ich euch ein anderes Mal. Aber was ist mit den blauen Rittern? Und wieso bist du so alt? Viele Geschichten und so wenig Zeit. Aber macht euch doch selbst eure Gedanken, und mit ein wenig Glück komme ich bald wieder und erzähle euch den nächsten Teil der Geschichte. Ich muss jetzt los, es ist spät und mein Drache wartet sicher voller Ungeduld.